Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch einen einfachen Erdbeerkuchen mit einer leckeren Mascarpone-Creme und einem super saftigen Biskuitboden. Damit der Tortenboden nach der Zubereitung sofort gebacken werden kann, solltet ihr zuerst ein paar Dinge vorbereiten. Für den Wiener Biskuitboden zerlasse ich 50 Gramm Butter bei niedriger Hitze und lasse sie abkühlen. Als nächstes fette ich eine 28 cm Obstkuchenform großzügig mit Butter ein und stelle sie kurz in den Kühlschrank. Jetzt heize ich den Backofen noch auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor und dann kann es auch schon losgehen. Für den Biskuitboden nehme ich 3 Eier, eine Prise Salz, ein Päckchen Vanillinzucker und 120 Gramm Zucker und verrühre die Zutaten etwa 10 Minuten, bis eine helle und fluffige Masse entsteht. In die Biskuitmasse gebe ich nun etwas Zitronenabrieb. Dann mische ich noch schnell 125 Gramm Mehl mit einem Teelöffel Backpulver, wobei auch ein halber Teelöffel Backpulver völlig ausreicht. Die Mehlmischung siebe ich nun nach und nach zu der Eimasse und rühre es zügig unter. Sobald das Mehl untergehoben ist, kommt die zerlassene Butter hinzu und jetzt rühre ich die Zutaten nur noch einmal kurz durch, bis alles gut vermischt ist. Die Biskuitmasse fülle ich nun zügig in die vorbereitete Backform, streiche die Oberfläche glatt und dann kann sie auch schon gebacken werden. Ich habe den Tortenboden genau 20 Minuten gebacken. Je nach Backofen kann die Backzeit aber etwas kürzer oder länger sein. Ob der Biskuitboden durchgebacken ist, könnt ihr ganz einfach herausfinden, indem ihr eure Hand auflegt. Wenn der Biskuit federt, ist er fertig. Zwar ist mein Tortenboden hier etwas über den Rand der Obstkuchenform hinaus aufgegangen, aber beim Abkühlen schrumpft der noch deutlich. Ich mache das jetzt so, dass ich den Biskuitboden mit der Backform nach oben auf einem Kuchengitter abkühlen lasse. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht nach oben entweichen und der Biskuit wird schön saftig. Und jetzt zeige ich euch, was ihr machen könnt, wenn ihr den Erdbeerkuchen nicht sofort verzehrt und nicht wollt, dass der Biskuitboden durchweicht. Um zu verhindern, dass der Obstkuchenboden durchweicht, streiche ich ihn mit Schokolade ein. Wer es besonders eilig hat, kann den Biskuit aber auch mit etwas Butter einstreichen. Dafür nehme ich hier etwa 80 Gramm weiße Schokolade. Ihr könnt natürlich auch Vollmilch oder dunkle Schokolade nehmen. Die Schokolade schmelze ich in einem Wasserbad und da sie hier für meinen Geschmack noch etwas zu dick ist, rühre ich noch einen Viertel Teelöffel Kokosöl unter. Die geschmolzene Schokolade streiche ich dann auf den abgekühlten Tortenboden und lasse sie kurz im Kühlschrank fest werden.
In der Zwischenzeit bereite ich die Mascarpone-Creme zu. Hierfür verrühre ich 120 Gramm Mascarpone mit 3 Esslöffel Puderzucker, 60 Milliliter Schlagsahne, ein Päckchen Sahnesteif und dem Mark einer halben Vanilleschote. Statt des Vanillemarks könnt ihr natürlich auch ein Päckchen Vanillezucker nehmen. Die Zutaten für die Creme rühre ich zuerst einmal gründlich durch und gebe dann noch etwas Zitronensaft hinzu und mische es kurz unter. Da in meiner Familie leider nicht alle cremige Torten mögen, gebe ich hier nur so viel von der Mascarpone-Creme auf den Tortenboden, dass die Vertiefung des Obstbodens ausgefüllt ist. Die angegebene Menge reicht aber locker aus, um die Cremeschicht noch etwas höher zu machen. Zum Belegen des Erdbeerkuchens habe ich ungefähr 600 Gramm Erdbeeren gebraucht. Diese habe ich halbiert und so auf der Mascarpone-Creme verteilt, dass sie schön dicht beieinander liegen. Damit die Erdbeeren auch beim Anschneiden des Kuchens noch gut aussehen und nicht herunterfallen, werde ich sie mit Tortenguss überziehen. Hierfür bereite ich ein Päckchen Tortenguss nach Packungsanleitung zu. Wer möchte, kann aber auch ein Päckchen klaren Tortenguss mit rotem Fruchtsaft zubereiten. Den Tortenguss lasse ich unter Rühren kurz aufkochen und verteile ihn so auf dem Kuchen, dass möglichst alle Erdbeeren bedeckt sind, denn so trocknen sie nicht aus, kleben gut zusammen und der Kuchen fällt beim Anschneiden nicht auseinander. Da ich noch etwas Mascarpone-Creme übrig hatte, habe ich damit rund um den äußeren Rand der Erdbeertorte kleine Tupfen gesetzt. Und weil ich die Farbkombination so schön finde, bestreue ich sie noch mit etwas gehackten Pistazien. Die Erdbeertorte stelle ich nun in den Kühlschrank und lasse den Tortenguss etwa eine Stunde fest werden. Und jetzt zeige ich euch noch, wie der Anschnitt meines Erdbeerkuchens aussieht. Er ist wirklich sehr einfach zuzubereiten und wunderbar fruchtig und erfrischend.
Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!